Jetzt ist die Sternenstunde Deutschlands und ohne jegliche Übertreibung. Jetzt ist es so, dass die Bundesrepublik unser wichtigster Verbündeter geworden ist und unsere Erwartungen sind ganz klar. Vor allem, dass eine Koalition, also mit der SPD, wie es aussieht, so schnell wie möglich noch vor Ostern erreicht wird, ohne Verzögerungen, damit auch die Bundesregierung so schnell wie möglich handlungsfähig ist. Und dann erwarten wir auch, dass die Finanzierung dieser europäischen Unterstützung, vor allem weitere Waffenlieferungen, bereits in den kommenden Wochen schon im Laufe der Koalitionsgespräche mit der SPD ausgehandelt werden und im Koalitionsvertrag gesichert werden. Wir erwarten, dass mindestens 80 Milliarden Euro für die Verteidigung der Ukraine zur Verfügung gestellt werden für die nächsten 4 Jahre. Das wären weniger als ein halbes Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland. Hey Leute, das ist kein Witz. Ex-Botschafter Melnik stellt sich wieder hin und diktiert, was Deutschland zu tun hat. 80 Milliarden Euro für die Ukraine. Das ist kein Bitten mehr, das ist eine klare Ansage. Und das Beste, er setzt einfach voraus, dass wir folgen. Wie kann so jemand überhaupt noch eine Plattform bekommen? Und warum kuschen deutsche Politiker immer wieder vor solchen Forderungen? Ich bin fassungslos. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Also, liken, kommentieren, abonnieren. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Auf geht's! Und zugeschaltet ist uns jetzt Andrej Melnik. Er ist ehemaliger ukrainischer Botschafter in Deutschland und jetzt in Brasilien. Guten Abend, wir grüßen Sie. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, und Donald Trump, der hat eben auch davon gesprochen, dass die USA militärische Hilfe für die Ukraine geleistet hätten in Höhe von 350 Milliarden Dollar. Und er sagt, das ist ja ganz klar, das waren Darlehen und das wollen wir jetzt zurückhaben. Eben, wir haben es gerade besprochen, in Form von seltenen Erden. Ist das etwas, glauben Sie, dass Ihr Präsident Zelensky mitmachen wird? Also vor allem haben wir ganz unterschiedliche Einschätzungen, was die Höhe dieser Hilfe aus den USA betrifft. Nach unseren Angaben sind das weniger als 100 Milliarden US-Dollar, die in den letzten 3 Jahren der Ukraine aus Washington zugute kamen. Deswegen es ist noch zu früh zu sagen, in welchem Format dieses Abkommen jetzt zustande kommt. Was klar ist, es wird sehr intensiv verhandelt. So wie es aussieht, eine Einigung auch demnächst möglich sein wird. Aber es wäre noch zu früh zu spekulieren, was genau in diesem Abkommen vereinbart wird. Wie mulmig wird Ihnen aber bei dem Gedanken, dass Donald Trump mit Wladimir Putin verhandelt, möglicherweise über die Köpfe der Ukraine hinweg. Da wird das Fell des Bären zerlegt und Sie können nur zuschauen, wenn es ganz blöd läuft? Natürlich waren all die Meldungen der letzten Tage und Wochen für uns Mammuts. Das waren ja die Hiobsbotschaften, die wir gehört haben. Aber das ist der Anfang eines langen Weges und wir sehen, dass auch die amerikanische Position ganz schnell geändert werden kann, vor allem wenn unsere unsere deutschen Freunde uns dabei auch helfen. Deswegen, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, nicht in einem schlimmen Albtraum, dass es eine Einigung mit Russland erreicht werden kann, ohne dass die Ukrainer dabei waren. Das ist aus meiner Sicht unmöglich und wir sind dankbar, dass auch die Deutschen, auch der künftige Kanzler Friedrich Merz die gleiche Meinung teilt und deswegen wir müssen Ruhe bewahren, einfach durchatmen und versuchen weiterhin unsere amerikanischen Freunde zu überzeugen, dass ohne eine gemeinsame Linie gegenüber Putin kein Frieden zu erreichen sein wird.
Sie haben gerade Friedrich Merz schon angesprochen. Er wird neuer Kanzler in Deutschland. Den bisherigen Kanzler Olaf Scholz, den haben Sie ja sehr, sehr häufig auch öffentlich kritisiert. Sie waren ganz und gar nicht zufrieden mit ihm und seiner Ukraine-Politik. Was erwarten Sie von Merz? Er gilt im Moment als enger Verbündeter der Ukraine. Wird er liefern in Ihren Augen? Jetzt ist die Sternenstunde Deutschlands und ohne jegliche Übertreibung. Jetzt ist es so, dass die Bundesrepublik unser wichtigster Verbündeter geworden ist und unsere Erwartungen sind ganz klar. Vor allem, dass eine Koalition, also mit der SPD, wie es aussieht, so schnell wie möglich noch vor Ostern erreicht wird, ohne Verzögerungen, damit auch die Bundesregierung so schnell wie möglich handlungsfähig ist. Und dann erwarten wir auch, dass die Finanzierung dieser europäischen Unterstützung, vor allem weitere Waffenlieferungen, bereits in den kommenden Wochen schon im Laufe der Koalitionsgespräche mit der SPD ausgehandelt werden und im Koalitionsvertrag gesichert werden. Wir erwarten, dass mindestens 80 Milliarden Euro für die Verteidigung der Ukraine zur Verfügung gestellt werden für die nächsten 4 Jahre. Das wären weniger als ein halbes Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland. Und das wäre auch aus unserer Sicht die beste Investition in die Sicherheit Deutschlands selbst. Und wir erwarten auch, dass der künftige Kanzler Friedrich Merz endlich diese politische Entscheidung trifft, dass das eingefrorene russische Vermögen in der EU, und da reden wir über 200 Milliarden Euro, für die Ukraine ausgegeben werden kann. Denn das ist auch das Gebot der Stunde. Und das Letzte, was wir uns erhoffen, ist, dass der neue Kanzler und auch die neue Regierung, eine GroKo wahrscheinlich, wie es im Moment aussieht, dann auch die EU-Mitgliedschaft und die NATO-Mitgliedschaft vorantreibt und dabei Deutschland auch die führende Rolle spielt, um all die Skeptiker zu überzeugen in diesen beiden Bündnissen, damit wir so schnell wie möglich vorankommen können. Herr Melnick, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Tschüss. Was sich dieser Herr Melnick hier wieder erlaubt, ist einfach nur dreist. 80 Milliarden Euro für die Ukraine aus deutschen Steuergeldern, versteht sich. Und das sagt er nicht in einem Tonfall des Dankes oder mit dem geringsten Anflug von Demut. Nein, er stellt es als selbstverständliche Pflicht Deutschlands hin. Diese Art von Auftreten ist einfach nur respektlos. Da sitzt er mit seinem arroganten Grinsen und diktiert uns, was wir zu tun haben. Keine Frage, kein Bitten, sondern knallharte Ansagen. Deutschland soll zahlen, liefern, gehorchen, so als wären wir sein persönlicher Geldautomat. Wer gibt diesem Mann eigentlich immer wieder eine Bühne? Und dann noch diese unglaubliche Selbstverständlichkeit. Deutschland ist unser wichtigster Verbündeter. Wir erwarten, dass 80 Milliarden fließen. Der neue Kanzler Merz muss diese Entscheidung treffen. Entschuldigung, was? Seit wann bestimmt ein ehemaliger ukrainischer Botschafter, was ein deutscher Kanzler zu tun hat? Aber das Beste kommt ja noch. Er will eingefrorenes russisches Vermögen für die Ukraine beschlagnahmen. Also nicht nur unser Geld, sondern auch das Geld anderer soll einfach mal so umverteilt werden. Und natürlich soll Deutschland eine führende Rolle übernehmen. Na klar, warum nicht gleich die gesamte Wirtschaft der Ukraine durchfinanzieren? Es ist einfach unfassbar, wie dieser Mann es immer wieder schafft, mit derartigen Forderungen durchzukommen, ohne dass jemand mal klare Kante zeigt. Wo bleibt die deutsche Regierung, die mal sagt, Schluss damit? Diese Anmaßung kann und darf nicht unwidersprochen bleiben. Wie seht ihr das? Haut es in die Kommentare und wie immer, liken, abonnieren und teilen, damit diese Dreistigkeit nicht untergeht. Bis zum nächsten Mal.